Wenn es dann schief geht, war es eine teure Lehrstunde. Zum Glück gibt's Hilfe von den Handwerkerprofis. Lisa Manz und Willi Becker sind das Dreamteam mit geballter Fachkompetenz. Zusammen helfen sie hessischen Heimwerkern aus der Patsche. 0815 hat jeder, kann jeder und jetzt möchte ich mal was riskieren und probieren. Es ist ein aufwendiges Projekt, das der wagemutige Tobias Geisel aus Kirchtorf heute angeht. Der 31-Jährige will aus der Arbeitsplatte für die Küche ein Unikat machen. Die wird mit einer 2 mm dicken Schicht Epoxidharz überzogen in der Grundfarbe grün. Bei Epoxidharzen muss man darauf achten, da gibt es verschiedene Harze. Manche können nur Schicht für Schicht gegossen werden und können nicht gleich 4-5 cm stark gegossen werden. Da muss man einfach schauen, was man für ein Harz nimmt. Und auch ganz wichtig, ein Harz zu nehmen, was nicht vergilbt. 3 Arbeitstage hat Tobias eingeplant und alles genau berechnet. Epoxidharz besteht aus 2 Komponenten. Das eigentliche Kunstharz und der Härter, der das Harz vollständig aushärten lässt. Das Verhältnis Harz zu Härter ist 2:1. Wenn jetzt der Härter zu dem Epoxidharz dazukommt, dann erwärmt sich das Ganze. Und man sollte ziemlich zügig sein, um das zu verarbeiten. Normalerweise ist Epoxidharz farblos und transparent. Färbemittel gibt es als Paste oder Pulver. Die erste Schicht gießt Tobias in einem metallischen Grün. Jetzt probiere ich das einfach mit dem Pinsel so ein bisschen zu verteilen. Dann bekommt die Platte noch ein Muster aus schwarzer Farbe. Eins stört Tobias: die Kanten bleiben heller als der Rest der Platte. Vielleicht hat Lisa eine Idee. Ja, dann rufen wir mal die Lisa an. Wenn es jetzt noch frisch ist, würde ich sagen, du versuchst es dir, ziehst dir die Einmalhandschuhe an Ja. und machst direkt mit den Handschuhen, dann mit den Händen die Farbe an die Kante drumherum nochmal dran und schmierst die Farbe, sag ich mal, rein. Den Tipp probiert Tobias an der zweiten Platte. Dann wird auch diese komplett in Grün gegossen und gepinselt. Tobias nähert sich seinem Wunschergebnis an. Also ganz zufrieden noch nicht. Ich denke mal, da werde ich noch mal nacharbeiten müssen, wenn das ein bisschen trockener ist. Und Lisa hat noch einen Tipp zum Thema Epoxidharz. So. Was jetzt auch gerade total cool ist, dass du Materialien mit einarbeitest. Es gibt ja Epoxidharze, die kannst du auf verschiedene Höhen gießen. Und somit kannst du ja dann auch irgendwelche Materialien mit einarbeiten. Die erste Schicht musste etwa 24 Stunden trocknen, bevor Tobias mit der nächsten weitermachen kann. Und da hat er sich schon die passende Deko zurechtgelegt. Die haben alle einen auf den Deckel gekriegt mit dem Hammer. Aber das war von der Höhe, die das ergeben hätte, dann zu hoch für meinen geplanten Guss von 1 Zentimeter. Die Deko-Elemente von Besteck über Kaffeebohnen bis Nudeln sollen danach von einer 1 cm hohen durchsichtigen Schicht eingeschlossen werden. Maler- und Lackierermeisterin Lisa Manz ist dafür zur Unterstützung nach Kirchtorf gekommen. Denn bei 2 Komponentenmaterialien hat man nicht ewig Zeit. Mensch, das sieht ja schon richtig gut aus, was ich hier sehe. 25 Minuten Zeit hat man dann, wenn das Material angemischt ist, 25 Minuten Zeit, dies zu verarbeiten und danach lässt man es aushärten. Lisa gießt vorne, Tobias hinten und das Material verteilt sich fast von selbst. Fast. So, jetzt haben wir hier einen Heißluftföhn. Damit bringen wir nochmal zusätzlich Wärme in die Oberfläche, dass die Luftblasen, wie jetzt zum Beispiel hier in dem Löffel, platzen. Bis das Epoxidharz komplett ausgehärtet ist, kann es je nach Mischung einige Tage dauern. Und dann kommt noch ein letzter Arbeitsschritt. Natürlich müssen wir, wenn die Schalung runter ist, die ganze Fläche auch noch mal schön anschleifen, dass wir auch eine glatte Oberfläche haben, die natürlich dann matt ist. Was machen wir, wenn sie matt ist? Müssen wir
aufpolieren, dass wir wieder den Glanz rauskriegen und diese ganzen super coolen Utensilien, die dann eingebaut sind, auch wieder rauskommen. Eine Arbeitsplatte, wie sie kein anderer hat. Tobias ist mit dem Ergebnis seines anspruchsvollen Projekts zufrieden. Das Budget von 500 € hat nicht ganz gereicht. Ich bin jetzt ca. 100 € über meinem Budget drüber. Aber gut, ich sag mal, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, muss man schon, denke ich mal, besser einplanen, dass dann auch was schief gehen könnte. Ich bin sehr überrascht, dass es so gut geworden ist.